Kurze Frage. Wenn es brennt, weißt du sofort, was du auf Deutsch sagen musst. Viele rufen nur Hilfe, aber sagen nicht, wo sie sind. Heute lernst du genau das. 20 klare Überlebenssätze für echte Notfälle. Feuerwehr, Arzt, Polizei, alles auf A2-Niveau. Ja, und wir machen das richtig praktisch, damit du im Stress nicht blockierst. Du bekommst Sätze, die sofort funktionieren, mit kleinen Tipps zur Aussprache. Und wir üben gleich, wie man am Telefon ruhig bleibt. Hey zusammen, schön, dass ihr da seid. Und wenn ihr das später üben wollt, die ganze Lektion ist übrigens auf Vocabli. So, los geht's ohne Umweg. Die wichtigsten Sätze zuerst. Also, Satz Nummer 1 ist super kurz, aber wichtig. Hilfe, das ist laut, klar, einfach. Dann sofort Satz 2. Es ist ein Notfall, damit verstehen Leute und auch die Leitstelle, dass es dringend ist. Genau, und direkt danach kommt Satz 3. Bitte rufen Sie den Notruf. Wenn du es selbst schaffst zu telefonieren, sag auch Satz 4. Die Nummer ist 112. Das ist in Europa die Nummer für Rettung und Feuerwehr. Ja, und für die Polizei in Deutschland gibt es noch 110, also 110. Aber ganz ehrlich, bei medizinischen Sachen oder Feuer immer 112. Viele vergessen das im Stress, deshalb sag es ruhig einmal laut. Kleiner Tipp aus meiner Erfahrung. Sag immer, wo du bist. Ein super Satz ist, wie ist die Adresse hier? Wenn du die Adresse nicht kennst, frag einfach Leute um dich herum. Und wenn du anrufst, kommen diese Sätze fast automatisch. Mein Name ist, dann dein Name. Und dann ich brauche einen Arzt, oder wenn es brennt, das ist sehr klar für die Leitstelle. Lass uns das mal spielen, ja? Mini-Rollenspiel, not rough. Ich bin der Anrufer, du bist die Leitstelle. Wir machen es kurz und einfach. Alles klar, ich nehme ab. 3, 2, 1 los. Guten Tag, es ist ein Notfall. Es brennt in meiner Küche. Die Nummer ist 112, oder? Ich bin in der Lindenstraße 5. Mein Name ist Tim Müller. Okay, bleiben Sie ruhig. Ist jemand verletzt? Können Sie bitte langsam sprechen? Und wie ist die genaue Adresse, Hausnummer und Stadt? Ja, tut mir leid. Lindenstraße 5, in Köln. Ich bin allein, ich bin nicht verletzt. Aber es brennt, ja, es brennt stark. Verstanden, die Feuerwehr ist unterwegs. Bleiben Sie bitte am Telefon. Ende vom Spiel, so ungefähr klingt das. Kurz, langsam, klar. Merk dir die Bausteine, die du eben gehört hast. Es ist ein Notfall, es brennt. Ist jemand verletzt? Können Sie bitte langsam sprechen? Wie ist die Adresse hier? Und mein Name ist. Das sind echte Lebensretter, ehrlich. Und noch ein Satz, den ich oft brauchte, na ja, leider, ich habe starke Schmerzen, wenn du genau sagen kannst, wo, ist es noch besser. Und falls Blut im Spiel ist, sag klar, ich blute. Stimmt. Und wenn dir schwindelig wird, sag, mir ist schwindelig. Oder wenn es sehr ernst ist, ich kann nicht atmen. Das sind Sätze, die die Dringlichkeit zeigen, ohne viele Wörter. Ganz wichtig auch bei Allergien, ich habe eine Allergie gegen, zum Beispiel Nüsse oder Penicillin. Du kannst das Wort am Ende tauschen, das verstehen Ärztinnen und Ärzte sofort. Und wenn Deutsch schwer ist im Moment, sag ehrlich, ich spreche nur ein bisschen Deutsch. Danach direkt, können Sie bitte langsam sprechen? So holst du die Person zu dir tempomäßig. Ja. Und wenn du Hilfe auf der Straße brauchst, fang höflich an. Für Erwachsene oder Unbekannte sag, entschuldigen Sie, können Sie mir helfen? Das ist die höfliche Form, sehr wichtig in Deutschland. Kurze echte Story dazu.
Ein Freund hat mal in einer stressigen Situation Entschuldigung, kannst du mir helfen? Zu einer älteren Dame gesagt. Die hat ihn sofort korrigiert. Uff. Seitdem merkt er sich, unbekannt und erwachsen? Erst Sie sagen. Okay, wir sammeln mal kurz. Bis jetzt hatten wir, Hilfe, es ist ein Notfall, bitte rufen Sie den Notruf. Die Nummer ist 112, wie ist die Adresse hier? Mein Name ist, ich brauche einen Arzt, es brennt, ist jemand verletzt? Können Sie bitte langsam sprechen, ich habe starke Schmerzen, ich blute, mir ist schwindelig, ich kann nicht atmen, ich habe eine Allergie gegen, ich spreche nur ein bisschen Deutsch, und entschuldigen Sie, können Sie mir helfen? Das sind schon echt viele. Genau, und zwei kommen gleich noch super oft im Alltag. Wo ist die nächste Apotheke? Und ich habe mich verlaufen. Das sind Notfallsätze leid, aber sehr nützlich, gerade in einer neuen Stadt. Lass uns die Apotheke mal kurz spielen, okay? Du bist Tourist, dir ist schlecht, und du suchst Hilfe. Ich bin Passantin. Entschuldigen Sie, können Sie mir helfen? Mir ist schwindelig. Wo ist die nächste Apotheke? Ja, klar. Gehen Sie geradeaus und dann links, da sehen Sie eine Apotheke. Soll ich Ihnen einen Arzt rufen? Danke, ich glaube, ich schaffe das. Ich brauche einen Arzt, wenn es schlimmer wird. Einen schönen Tag noch. So einfach kann das sein. Du hast wieder 3 Schlüsselsätze benutzt, und die Person konnte sofort reagieren. Keep it simple, aber klar. Mini, check, einmal kurz testen. Was heißt Notruf nochmal und welche Nummer gehört dazu? Genau, Notruf ist der dringende Anruf bei Hilfe und die Nummer ist 112. Wer das wusste, Daumen hoch, innerlich. Und noch ein Minute-Check. Wie fragst du höflich auf der Straße? Richtig, entschuldigen Sie, können Sie mir helfen, wenn es ein Kind oder ein Freund ist, kannst du sagen, Entschuldigung, kannst du mir helfen? Timing ist hier echt wichtig. Apropos Timing, sag sofort am Anfang, was los ist. Nicht erst lange erklären. Es ist ein Notfall, dann der Grund, zum Beispiel es brennt. Oder ich kann nicht atmen. Dann kommen Ort und Name. Ein häufiger Fehler ist, die Adresse zu spät zu nennen. Frag früh, wie ist die Adresse hier, oder sag sie direkt, wenn du sie kennst. Und sprich langsam, das ist kein Wettlauf. Mir hat mal jemand erzählt, er hat im Café fast ohnmächtig die falsche Form benutzt und alle geduzt. Uff, peinlich, aber lehrreich. In Notfällen hilft Höflichkeit wirklich. Leute reagieren dann schneller und freundlicher. Total. Und wenn du gar nicht weiter weißt, sag ehrlich, ich spreche nur ein bisschen Deutsch, danach kannst du auch auf Englisch fragen, aber versuch erst die Sätze. Sie öffnen Türen, wirklich. Sollen wir noch ein zweites Rollenspiel machen? Polizei Light? Handy weg, du brauchst Hilfe. Ich bin der Polizist, okay? Ja, los. Hallo. Entschuldigen Sie, können Sie mir helfen? Ich habe mich verlaufen, und ich finde mein Handy nicht mehr. Okay, bleiben Sie ruhig. Wo sind Sie gerade? Wie ist die Adresse hier? Können Sie bitte langsam sprechen? Ich bin am Hauptplatz, vor dem Brunnen. Mein Name ist Julia Weber. Ich spreche nur ein bisschen Deutsch, aber ich brauche Hilfe. Alles klar, ich helfe Ihnen. Wir rufen jetzt die 110 für die Polizei, falls nötig. Setzen Sie sich bitte kurz hin. Perfekt. Du siehst, es sind immer die gleichen Bausteine, Notfall benennen, Ort, Name, klarer Wunsch. Keine Romane, nur Struktur. Lass uns die 20 Sätze nochmal sauber einsammeln, ja? Ich sag sie, du ergänzt kurz. Erstens Hilfe.
Zweitens, es ist ein Notfall. Drittens, bitte rufen Sie den Notruf. Viertens, die Nummer ist 112. Fünftens, wie ist die Adresse hier? Sechstens, mein Name ist. Siebtens, ich brauche einen Arzt. Achtens, es brennt. Neuntens, ist jemand verletzt? Zehntens, können Sie bitte langsam sprechen? Elftens, ich habe starke Schmerzen. Zwölftens, ich blute. Dreizehntens, mir ist schwindelig. Vierzehntens, ich kann nicht atmen. Fünfzehntens, ich habe eine Allergie gegen, zum Beispiel Nüsse. Sechzehntens, ich spreche nur ein bisschen Deutsch. Siebzehntens, entschuldigen Sie, können Sie mir helfen? Achtzehntens, wo ist die nächste Apotheke? Neunzehntens, ich habe mich verlaufen. Und zwanzigst, sehr allgemein, aber super, ich bin verletzt. Yes, das ist die Toolbox. Du kannst sie mischen, je nach Situation. Und wenn du nur 3 merken willst, es ist ein Notfall, wie ist die Adresse hier? Und können Sie bitte langsam sprechen? Das bringt schon viel Ruhe rein. Noch 2 kleine Tipps: Wiederhole Kernwörter, wenn die andere Person dich nicht versteht. Also Notfall, ja, Notfall oder Adresse, Lindenstraße 5. Und zeig mit der Hand auf die Stelle, wenn du sagst, ich habe starke Schmerzen, das hilft. Wenn du jemanden ansprichst, der jünger wirkt, kannst du im Zweifel trotzdem mit Sie starten. Du hörst dann oft zurück, du kannst du sagen. Dann ist es okay zu duzen. Erst höflich, dann schauen, wie die Person reagiert. Und achte auf die Stimme, ruhig, aber deutlich. Sag lieber 2 kurze Sätze als einen sehr langen. Zum Beispiel, ich blute. Ich brauche einen Arzt, das ist viel klarer als eine lange Geschichte. Frage an euch: Welche Notfallsätze habt ihr schon gebraucht und in welcher Situation? Hattet ihr mal so einen Moment, wo ich spreche nur ein bisschen Deutsch euch gerettet hat? Schreibt uns gern eure Beispiele, das hilft allen. Wie gesagt, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist gratis auf Vocably, Link in der Beschreibung. Probier das mal aus, dann sitzt das im Notfall. Bis zum nächsten Mal und bleibt sicher.